sit at home creating life all by yourself. No one knows what you have done until you open up the doors. One day all the people will join you on a ride. You gave them a new place to live. Would you fly away with me and stay in a world that's known as the bubble universe? Also Bremer sieht das ja ein bisschen kritisch mit Heavy Rain. Wir machen auch den direkten Vergleich, Heavy Rain. Und um da ein bisschen auch diesen Fokus auf das Rätsel zu bringen, würde ich halt auch sagen, dass wir an der Stelle, wo ich davon spreche, dass wir Rätselelemente haben und eben die Quicktime-Events, dass uns der Dank auch nochmal gilt an das Coaching-Team, für so ein Schild hochzufahren, um einfach zu vermeiden, dass die Kritik in der Richtung üben. Der Arne hat noch das Storyboard programmiert, also in After Effects und Flash gemacht und hat dann heute Morgen um 6, glaube ich, den letzten Content bekommen und ist dementsprechend natürlich auch fertig. Das ist Arbeit unter den Augen. Wo ist denn Max? Ah, der Max. Wir sind die Einzigen, die einen Giveaway haben. Also wir haben so ein kleines Foto. Es geht ja um diese Nana, um diese Schwester von dem Joseph, von dem Protagonisten. Und darum dreht sich auch im Endeffekt das ganze Spiel. Und da gibt es halt ein Foto von den beiden, was Pauline gemacht hat. Das haben wir auf alt getrimmt, mit so einem Tesafilmstreifen, ein bisschen Matsch rumgewühlt und so. Ein bisschen zerknittert, weil das halt immer bei ihm getragen wurde, auch in seiner schweren Phase. Und das verteilen wir heute. Hallo? Oh, ganz schön laut. Wir möchten euch heute einen kleinen Ausblick zeigen auf unser Projekt Vodoun, wobei das der Arbeitstitel ist. Soll sein ein interaktives Drama. Wir möchten gerne ein Third-Person-Spiel machen. Das soll ein Action-Adventure sein, interaktives Drama, vergleichbar auf jeden Fall mit den Titeln Heavy Rain und Longest Journey. Quicktime-Events sollen auf jeden Fall drin sein, um halt auch diese Dramatik zu zeigen, weil gerade bei Heavy Rain, diese Kameraführung, wenn man es mal gespielt hat, da kann man halt sehr gut diese Dramatik darstellen. Und dann würde ich an der Stelle gerne das Storyboard zeigen wollen, wo Markus auch das ein oder andere zu erzählt. Das ist halt die Hauptarbeit, die wir gemacht haben, damit wir wissen, wo wir weiter langlaufen wollen. Ich starte einfach mal das Ding. Also, wir wollen die Leute dazu bringen, dass sie wirklich empfindsam dem Spiel gegenüber sind, dass sie was erleben, dass sie vielleicht was daraus ziehen. Man sieht gerade eine Szene, wie Joseph Nana anspricht, die aber in Trance ist, von einem Geist gefallen ist. Man hat schon das Gefühl, wenn ihr das vorstellt und das Drama betont und auch die Filmausschnitte zeigt, dass dieses Drama nur mit einer kontrollierten Kamera transportiert werden kann. Ihr habt ein Genre euch gewählt mit begrenzter Interaktivität, um das Drama zu transportieren. Was ihr bräuchtet, ist das, was man in einem Game Development einen Vertical Slice nennt. Das heißt, ein repräsentatives, 3-minütiges Gameplay-Stück oder auch weniger, mitten draus, das idealtypisch all das zeigt, was ihr haben wollt. Jetzt wissen wir, was schiefgelaufen ist und Freestyle ist voll scheiße. Ich dachte eigentlich, du erzählst was zu dem Storyboard. Ja, wollte ich auch, ey, aber was soll ich denn erzählen? Ja gut, ey. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Situation, in der wir einfach nur überraschen können. Wir haben ja nicht negativ jetzt irgendwie geglänzt, außer dass wir total irgendwie die Präsentation ein bisschen scheiße gemacht haben. Das war sehr nicht mal mehr glänzen, das war wirklich so schon so mit Schmirgelpapier reingeschmirgelt. Da wurde mal zu Recht gesagt, there's not one future of games. Ja, dazu ist das Feld einfach schon zu differenziert. Sagen wir mal von den ganzen Spielmechaniken, wenn man da an die Zukunft denkt,
Da gibt es, wie gesagt, immer wieder bestimmte Vorstellungen, was denn gerade so besonders gut funktioniert. Angefangen von User-Generated Content, was natürlich eine sehr bequeme Art ist für Produzenten, eben nur die Tools zur Verfügung zu stellen. Wenn die Nutzer und die Fans mehr und mehr Content generieren können, ist das umso besser, weil das Spiel interessanter ist, bleibt länger im Gespräch, man kann immer wieder Neues erleben. Und das, was der Game Developer da reinbringen muss an Content, das ist nicht sehr umfangreich, sondern man kann dann einfach einen Editor mitliefern und plötzlich können die Leute ihre Spiele selber machen. Und dazu gehört auch der ganze Bereich von Open World Games, die eine ganz besondere Herausforderung darstellen, nämlich wenn ich erstmal eine Welt habe, heißt das noch nicht, dass da was Interessantes drin passiert. Also Sleepless Death ist eine sehr clevere Idee, damit umzugehen, dass wir eigentlich bisher nur sehr unzulängliche Möglichkeiten haben, Geschichten zu erzählen. I don't feel like I want to wait until I'm 90 to finally have a video game where I can have characters react to me and interact with me realistically. Conversation is one of the most interactive experiences you can have, yet we never have conversation in video games, which seems like something that the medium is totally missing out on. We want to make video games about these interactive experiences that we have, yet the most interactive experience we can't even touch. I think a lot of games have sort of promised this open, interactive world that you could explore and do whatever you want in, right? I mean, Grand Theft Auto is a great example of that. This promise of this city where you can go around, drive whatever cars, climb up on any rooftops, jump off, break things, right? Get the police to chase after you. But it always sort of falls short of the promise. And underneath the ground, there's nothing there. It's not real dirt. It's nothing. So if you could get under the ground or fall under the sidewalk, you'd just be falling in open, empty space where the people hadn't created any content down there. Now in Minecraft, it's an open world where you have the promise of doing whatever you want, but you actually can do it because it's all real. I think a lot of the AAA studios make games like Hollywood makes movies, which is they make something that sells really much for like one weekend or something. Yeah. And that's what they expect to get the money back from. So I'm trying to do like a game that's more where people can play for a long time is the idea. And I think people like that, and some of the things people like to show what they do. It's a very personal experience because it's kind of random in the gameplay. So yeah, having a world that actually, when you kick a wall, your foot can go through it. When you punch somebody, they actually fall over. When you go and pick up a goldfish bowl and spill it, the water comes out and the goldfish flops around on the floor. Having a world that actually reacts in every possible way, realistically, is an interesting thing. You can actually make it happen because you're sitting there with a full creative suite of creative tools at your disposal. So when the person walks in a direction that you haven't populated yet with any scenery, you can quickly make scenery. Das ist durchaus denkbar, dass das eine ganz richtungsweisende, vielleicht Genre-Richtung werden wird. Also so eine Art Game Mastering für Multiplayer-Gruppen. Dafür sind aber die technischen Möglichkeiten bisher noch zu wenig ausgereizt. So yeah, I don't know if they're going to advance into the full-blown mainstream. I think, a lot of people want passive entertainment, right? People like watching movies. They like listening to music and sort of relaxing and not thinking. They've been thinking all day at work, right? Solving creative problems. They want to come home and they don't necessarily want to be creative when they play a video game. On the other hand, for the people who are sort of interested in that kind of stuff, these experiences can be some of the most amazing game experiences they've ever had. Also ich habe eigentlich nicht so ein gutes Gefühl, weil wir hätten viel mehr machen können, wir hätten uns viel mehr vorbereiten können. Wir haben sehr viel unter Zeitdruck gemacht und ich würde eigentlich fast mit einer roten Karte rechnen. Ich möchte was machen, was man eigentlich in der Kritik nie machen darf.
Ich möchte nicht Lob und Tadel mischen, sondern ich werde nur tadeln. Ihr hasst mich hinterher, ich hau dann ganz schnell ab, bevor ich was Positives gesagt habe. Und dann hasst ihr nicht eure Dozenten, sondern ich bin die Voodoo-Puppe hier sozusagen. Für euch, ihr könnt da kleine Nädelchen reinstecken. Okay, also das Voodoo-Spiel, das finde ich von der Atmosphäre, ich kann mir das schon vorstellen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, aber da muss Game-Definition dahinter, sonst landen wir beim Film oder beim Buch oder bei irgend sowas. Die Spieldefinitionen sind da noch unterentwickelt. Voodoo ist ebenfalls in dem Sinne auf Gelb gesetzt, als dass für die Externen überhaupt nicht klar war, was wird jetzt da gespielt. Aufgrund der Ereignisse vorher, die wir hatten in diesen ganzen Coaching-Terminen, wissen wir ja, dass wir Probleme haben, gewisse Sachen rüberzubringen. So. Woran das jetzt im Detail liegt, müssen wir selber auch nochmal ausarbeiten. Aber unsere Vision wirklich so rüberzubringen, wie es notwendig ist, dass wir sicher sein können, dass wir grüne Karten bekommen, das erfordert noch mehr Arbeit. Das hätten wir jetzt zum ersten Milestone einfach nicht geschafft.